An der deutsch-niederländischen Grenze hat sich eine Bürgerwehr gebildet. Sie organisiert eigenmächtig Fahrzeugkontrollen. In der Nähe des Grenzübergangs bei Haren in Niedersachsen stoppen Männer dann mit Autos und Warnwesten und Taschenlampen andere Autos. Ihr Ziel, Flüchtlinge an der Weiterreise ins niederländische Ter Apel zu hindern. Denn dort befindet sich die zentrale Flüchtlingsaufnahmestelle der Niederlande. Rechtspopulär Geert Wilders begrüßt die Aktion und will bei der nächsten Kontrolle sogar selbst mitmachen. Er fordert den Einsatz der Armee an der Grenze. Hintergrund der Spannungen ist der Streit um eine härtere Asylpolitik, an dem die niederländische Regierungskoalition vergangene Woche zerbrochen ist. Schauen wir direkt einmal nach Ter Apel zu unserer Reporterin Greta Wagner. Ja, Greta, darf man das überhaupt? Ist das legal, dass jetzt einfach Zivilisten dort eigene Fahrzeugkontrollen, Migrationskontrollen durchführen? Nein, das ist ausdrücklich nicht legal und nicht erwünscht, nicht erlaubt. Man sollte es absolut lassen. Aber die 12 Männer, die das vergangenes Wochenende, also jetzt am Samstag gemacht haben, die haben sich auch davon nicht hindern lassen, haben eine eigenmächtige Bürgerwehr ins Leben gerufen und sich dann hier hingestellt und einige Autos angehalten mit Taschenlampen und Warnwesten und haben kontrolliert, ganz auf eigene Faust. Das ist dann aber auch ziemlich schnell aufgefallen. Die Polizei kam vorbei und hat diese Männer dann selber auch angehalten und kontrolliert. Und es wurde dann ausdrücklich klargestellt, dass das nicht gern gewünscht ist. Aber diese Bürgerwehr, die hat auch gesagt, ja, sie fühlen sich einfach im Stich gelassen und sind nicht zufrieden mit der aktuellen Migrationspolitik der niederländischen Regierung. Es ist kurz nach der niederländischen Grenze hier, wo wir stehen, auch ein großes Flüchtlingsheim. Und sie finden einfach diesen Ansturm viel zu groß und haben sich deshalb ja selber dazu berufen gefühlt, etwas zu tun, etwas zu unternehmen und zu handeln. Aber ja, es ist nicht erlaubt, wie ich ja gerade schon gesagt hatte. Vergangene Woche ist ja auch noch die Regierung, die niederländische, zerbrochen. Geert Wilders ist ausgestiegen mit seiner Partei PVV und hat gesagt, wenn sein Migrationskurs, der so streng sein sollte, nicht durchgesetzt würde, das hatte er schon vorher angedroht, dann würde er die Regierung platzen lassen. Genau das ist letzte Woche passiert und dadurch haben sich vielleicht auch diese Bürger hier vor Ort in Ter Apel noch einmal angestachelt gefühlt und haben dann jetzt diese Grenzkontrollen eigenmächtig durchgeführt. Die niederländische Polizei, aber auch die deutsche Polizei auf der anderen Seite haben jetzt beide angekündigt, dass sie jetzt verstärkt hier an der Grenze sich auch selber aufstellen möchten. Das ist nicht etwa, um noch mal mehr die Asylbewerber an den Grenzen aufzuhalten, sondern auch, um zu verhindern, dass sich weitere Bürger zu einer Bürgerwehr zusammenfinden und diese Grenzkontrollen eigenmächtig durchführen. Denn noch einmal, das kann man nicht oft genug sagen, es ist ausdrücklich nicht erlaubt. Greta, danke schön für diese Information.